Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Heute ist Tag 157. Die Zeit vergeht echt schnell. Total. Und unser Thema heute? Digitale Arbeit. Ein super spannendes Thema. Absolut. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau. Und für euch zu Hause gilt, hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus. Ja, also bleibt bis zum Ende, dort kommt die Mini-Story. Auf die freue ich mich schon besonders. Ich mich auch. Aber bevor wir starten, stellt euch doch mal kurz folgende Szene vor. Okay, ich bin bereit. Also, ihr sitzt in einem kleinen sonnigen Café auf Bali, Oh, das klingt gut. nicht wahr? Ihr trinkt einen frischen Mango-Smoothie, hört das Meer im Hintergrund so ein bisschen rauschen und leitet gleichzeitig ein extrem wichtiges Team-Meeting für eine Firma, die, im regnerischen Berlin sitzt. Ein riesiger Kontrast, absolut. Weißt du, vor 20 Jahren klang das nach absoluter Science-Fiction. Ja, das hätte niemand geglaubt. Genau. Aber heute ist es für Millionen von Menschen ein normaler Alltag geworden. Das stimmt. Aber wir wollen in unserer heutigen intensiven Besprechung eine etwas tiefere Frage klären. Welche denn? Macht uns diese schöne neue Welt wirklich freier? Okay. Oder hat sich der Stress einfach nur vom grauen Büro in unser Wohnzimmer verlagert? Das ist eine faszinierende Frage. Wirklich. Finde ich auch. Also, wir haben den Ort der Arbeit in den letzten Jahren ja völlig neu definiert. Aber unsere menschliche Psyche muss bei dieser rasanten Entwicklung erst noch mitkommen. Verstehst du? Ja, absolut. Das dauert halt seine Zeit. Genau. Wir nehmen euch heute also mit auf eine Reise durch diese moderne Arbeitswelt. Und wir machen das ganz ohne kompliziertes IT-Kauderwelsch, richtig? Richtig. Wir schauen uns an, was hinter den Kulissen passiert, wie sich unsere Art zu denken verändert hat. Ja. Und wir lernen genau die Worte, die man im echten Homeoffice-Alltag braucht. Perfekt. Und wenn wir schon über das Café auf Bali sprechen, Ja, dann fällt mir direkt unser erstes Konzept ein. welches ist das? Das Leben ist heute oft ortsunabhängig. Ah, sehr wichtiges Wort. Ja, das Wort ist ortsunabhängig. Die einfache deutsche Erklärung dafür ist ohne festen Standard. Richtig. Und auf Englisch, wer im internationalen Umfeld arbeitet, nutzt dafür die englische Übersetzung Location Independent. Genau, Location Independent. Und ein wunderbarer Satz für eure eigene Praxis. Also der vorgegebene B1-Beispielsatz lautet: Dank moderner Cloud-Lösungen ist ein ortsunabhängiges Arbeiten heute problemlos möglich. Dank moderner Cloud-Lösungen ist ein ortsunabhängiges Arbeiten heute problemlos möglich. Toller Satz. Ja, finde ich auch. Weißt du, ich finde dieses Konzept extrem spannend. Früher, sagen wir mal zur Zeit der industriellen Revolution, da mussten die Menschen an einen bestimmten Ort gehen, weil dort die großen, schweren Maschinen standen. Stimmt. Oder später eben ins Büro, weil dort die Aktenordner und das Telefon waren. Ganz genau. Heute tragen wir diese Maschinen einfach in unserer Tasche herum. In Form von Laptops und Smartphones. Ja. Richtig. Aber bedeutet dieses ortsunabhängige Arbeiten wirklich echte Freiheit? Gute Frage. Ich frage mich halt oft, sind wir frei oder sind wir jetzt einfach an einen leuchtenden Bildschirm gefesselt? Egal, wo wir auf der Welt sind. Da sprichst du wirklich einen wunden Punkt an. Meinst du? Ja, also die physische Kette an den Schreibtisch ist verschwunden. Aber die digitale Kette ist geblieben. Ah, das ist gut gesagt. Denn die Technologie ersetzt zwar den gemeinsamen Raum, aber wir müssen die Arbeitsprozesse trotzdem am Laufen halten. Ja, irgendwie muss die Arbeit ja gemacht Genau. werden. Dafür brauchen wir eine unsichtbare Infrastruktur. Und damit sind wir beim zweiten Begriff für heute, oder? Richtig. Unser zweites Wort lautet die Vernetzung. Die Vernetzung. Genau. Die einfache deutsche Erklärung dafür ist Verbindung von System. Verbindung von Systemen. Und die englische Übersetzung? Auf Englisch nennt man das ganz passend Networking. Netzwerking, ja. Und wie lautet unser B1-Beispielsatz dazu? Der B1-Beispielsatz lautet: Die globale Vernetzung ermöglicht uns eine flexible Zusammenarbeit über Kontinente hinweg. Die globale Vernetzung ermöglicht uns eine flexible Zusammenarbeit über Kontinente hinweg. Sehr gut. Manche Leute vergleichen diese Vernetzung ja mit unsichtbaren digitalen Straßen. Das Bild kenne ich. Aber ich finde, das greift zu kurz. Warum das denn? Naja, Straßen sind passiv. Ich sehe die moderne Vernetzung eher wie ein riesiges globales Nervensystem. Oh wow, ein Nervensystem? Ja, also wenn ein Kollege in Tokio auf eine Taste drückt, Ja, dann spürst du das Sekunden später auf deinem Bildschirm in München. stimmt. Alles reagiert blitzschnell miteinander. Genauso ist es. Ein digitales Nervensystem, das gefällt mir echt gut. Aber dieses Nervensystem ist oft sehr kalt und technisch.
Das stimmt leider. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Absolut. Wir müssen uns in die Augen schauen, um Vertrauen aufzubauen, weißt du? Ja, das ist psychologisch total wichtig. Und da kommt unser drittes Wort ins Spiel. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Nämlich die Videokonferenz. Ein Klassiker im Homeoffice. Genau. Das Wort lautet die Videokonferenz. Die einfache deutsche Erklärung ist ganz praktisch: Meeting per Kamera. Richtig. Und die englische Übersetzung im Sprachraum ist? Videoconference. Genau. Und merkt euch dafür diesen B1-Beispielsatz. Dank regelmäßiger Videokonferenzen bleibt das Team auch im Homeoffice gut informiert. Dank regelmäßiger Videokonferenzen bleibt das Team auch im Homeoffice gut informiert. Genau. Weißt du, die Videokonferenz ist ja quasi der Versuch, den alten Konferenzraum im Büro digital nachzubauen. Ja, das versucht man damit. Aber warum ist das eigentlich so unfassbar anstrengend? Oh ja, das kenne ich. Also nach einem Tag voller Videokonferenzen bin ich oft viel müder, als wenn ich 8 Stunden im echten Büro war. Man nennt das ja auch Zoom-Fatigue. Genau. Woran liegt das eigentlich? Also das liegt an unserer Biologie. Echt? Ja, in einer Videokonferenz versucht unser Gehirn verzweifelt, die kleinen Signale unserer Körpersprache zu lesen. Ah, okay. Also kleine Bewegungen, einen bestimmten Blick. Aber durch die Kamera und den leichten Zeitversatz fehlen diese Mikroausdrücke einfach. Das macht Sinn. Man sieht ja meistens nur den Kopf. Genau. Außerdem starrt man sich stundenlang frontal an. Ja, das ist eigentlich total unnatürlich. In der Natur bedeutet starrer Augenkontakt oft Gefahr. Oh, krass, daran habe ich noch nie gedacht. Das Gehirn arbeitet also auf Hochtouren, um die Situation ständig zu bewerten. Wahnsinn. Wir sind zwar vernetzt, aber unsere Sinne sind gestresst. Ganz genau. Das ergibt absolut Sinn. Also, wir haben jetzt geklärt, wie und wo wir arbeiten. Wenn wir nun überall arbeiten können, brauchen wir einen zentralen Ort, an dem alles zusammenkommt. Richtig. Wir brauchen die richtigen Werkzeuge. Exakt. Im alten Büro hatten wir Aktenschränke, große Ordner und so ein schwarzes Brett für Informationen. Genau. Und in der digitalen Welt brauchen wir dafür etwas anderes. Unser viertes Wort? Nämlich? Die Plattform. Die Plattform, ja. Die einfache deutsche Erklärung lautet digitale Basis für Tools. Und die englische Übersetzung übersetzen wir schlicht mit Plattform. Plattform, genau. Und der B1-Beispielsatz dazu lautet: Unsere neue Plattform bündelt alle wichtigen Informationen für die Projektarbeit. Unsere neue Plattform bündelt alle wichtigen Informationen für die Projektarbeit. Richtig. Diese Plattform ist quasi unser neuer, riesiger digitaler Schreibtisch. Sie ist das Fundament, aber hier entsteht sofort das nächste Problem. Welches denn? Man sagt ja immer, das Digitale macht alles viel leichter und automatischer. Das ist ja das Versprechen, ja? Doch wenn man auf diesen riesigen Schreibtisch schaut, liegen da oft Tausende von digitalen Dokumenten und Nachrichten wild herum. Oh ja, das totale Chaos. Genau. Und das zwingt uns dazu, selbst aktiv zu werden, Ja. womit wir beim 5. Wort wären. Ah, ein Verb. Genau, wir müssen unseren Tag extrem stark strukturieren. Strukturieren. Ein sehr wichtiges Wort. Die einfache deutsche Erklärung heißt einfach Arbeitsabläufe ordnen. Und die englische Übersetzung dafür ist Zu structure. strukturiert. Hat strukturiert. Genau. Und ein wunderbarer B1-Beispielsatz aus dem Alltag lautet: Um effizient zu bleiben, muss man seinen digitalen Arbeitstag sehr gut strukturieren. Um effizient zu bleiben, muss man seinen digitalen Arbeitstag sehr gut strukturieren. Exakt. Hier möchte ich aber mal kritisch einhaken. Ja, gerne. Wenn diese ganzen tollen Plattformen und Programme angeblich so intelligent sind, warum müssen wir dann überhaupt noch so viel selbst strukturieren? Ja, das ist eine gute Frage. Sollte die Technologie uns diese Arbeit nicht eigentlich abnehmen? Eigentlich schon. Ich verbringe morgens oft eine halbe Stunde nur damit, meine digitalen Aufgabenlisten zu sortieren. Das fühlt sich an wie ein Schritt zurück. Das ist ein hervorragender Einwand. Wirklich. Oder? Ja. Die Technologie nimmt uns die Strukturierung eben nicht ab, wenn sie schlecht gemacht ist. Ah, okay. Werkzeuge helfen uns nur, wenn sie nicht gegen unsere natürliche Denkweise arbeiten. Das stimmt. Ein gutes Werkzeug ist sozusagen unsichtbar. Man muss nicht darüber nachdenken, wie man es benutzt. Und genau das beschreibt unser 6. Wort für heute. Richtig. Das Wort lautet Intuitiv. intuitiv. Die einfache deutsche Erklärung ist klar, einfach zu bedienen. Und die englische Übersetzung ist sehr ähnlich, nämlich Intuitive. genau. Und euer B1-Beispielsatz hierfür ist:
Die Benutzeroberfläche ist so intuitiv gestaltet, dass man keine Schulung braucht. Die Benutzeroberfläche ist so intuitiv gestaltet, dass man keine Schulung braucht. Das ist der Traum. Ja, total. Wenn eine Software wirklich intuitiv ist, dann reduziert sie unsere kognitive Belastung. Dein Gehirn muss keine Energie verschwenden, um irgendeinen versteckten Knopf zu suchen. Ja, man klickt einfach dorthin, wo es sich natürlich anfühlt. Genau so ist es. Das ist wirklich eine große Erleichterung. Absolut. Also, wenn die Werkzeuge intuitiv sind, fällt es mir natürlich auch leichter, meinen Tag zu strukturieren. Richtig. Aber was passiert eigentlich, wenn ich 2 verschiedene tolle Werkzeuge habe? Wie meinst du das? Sagen wir, ich habe ein tolles Kalenderprogramm und ein super E-Mail-Programm. Die nützen mir gar nichts, wenn sie sich gegenseitig blockieren, oder? Ah, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ein riesiges Problem. Sie müssen nämlich unser 7. Wort sein. Kompatibel! Kompatibel, sehr wichtig. Die einfache deutsche Erklärung lautet zusammenpassend. Und die englische Übersetzung übersetzen wir mit Compatible. compatible, genau. Und der B1-Beispielsatz für eure Praxis lautet: Stelle sicher, dass deine Software mit dem Betriebssystem kompatibel ist. Stelle sicher, dass deine Software mit dem Betriebssystem kompatibel ist. Weißt du, ich vergleiche das gerne mit digitalen Puzzleteilen. Oh, ein schönes Bild. Man kann die schönsten Puzzleteile der Welt haben. Ja? Aber wenn die kleinen Ränder nicht exakt ineinander passen, kann man sie noch so fest zusammendrücken. Das stimmt. Das Bild wird am Ende einfach kaputt gehen. Der Programmcode muss absolut nahtlos zusammenpassen. Das ist eine fantastische Analogie, wirklich. Danke. Und wenn die Puzzleteile dann kompatibel sind, dann können wir den nächsten wichtigen Schritt in unserem Arbeitsablauf machen. Und der wäre? Wir können die Dinge integrieren. Unser 8. Wort, Integrieren. die einfache deutsche Erklärung dafür heißt Systeme verbinden. Und die englische Übersetzung lautet to integrate. Genau. Und da dies wieder ein Verb ist, achtet wieder auf die Nennung der Perfektform. Sie lautet hat integriert. Hat integriert. Und hier ist euer B1-Beispielsatz. Es ist sinnvoll, neue Software-Tools direkt in den täglichen Workflow zu integrieren. Es ist sinnvoll, neue Software-Tools direkt in den täglichen Workflow zu integrieren. Richtig. Die Perfektform hat integriert, werdet ihr in Unternehmen wirklich sehr oft hören. Ja, das stimmt. Es ist nämlich immer ein Moment des Triumphs für jede IT-Abteilung, Oh ja, wenn man sagen kann, das Team hat die neue App erfolgreich integriert. ein Grund zum Feiern. Definitiv. Es bedeutet, man muss nicht mehr zwischen 5 verschiedenen Programmen hin und her springen. Der Arbeitsablauf fließt wieder. Das ist so wichtig. Und hey, eine kurze Pause für uns. Wenn euch unser Podcast hilft, abonniert gern den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das hilft uns sehr. Also, wir haben jetzt gelernt, wie wir unsere digitalen Puzzleteile auf der Plattform strukturieren und Systeme integrieren. Aber jetzt kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema, oder? Oh ja. Denn sobald diese Systeme reibungslos laufen, Ja, fangen wir an, unglaublich viele echte Informationen hin und her zu schicken. richtig. Und hier geht es auf einmal um Sicherheit. Genau. Sicherheit ist vielleicht das wichtigste Thema unserer Zeit. Absolut. Früher, im physischen Büro, haben wir abends einfach die Tür zum Archivraum abgeschlossen, oder? Ja, Schlüssel rumdrehen und fertig. Genau. Aber heute bauen wir digitale Tresore. Und damit sind wir beim 9. Wort. Der Datenschutz. Genau, der Datenschutz. Die einfache deutsche Erklärung ist simpel. Schutz persönlicher Daten. Und die englische Übersetzung sagt man dazu? Data Protection. Data Protection, ja. Ein essentieller B1-Beispielsatz für jeden, der online arbeitet, lautet: Der Schutz sensibler Kundendaten hat beim digitalen Arbeiten höchste Priorität. Der Schutz sensibler Kundendaten hat beim digitalen Arbeiten höchste Priorität. Richtig. Weißt du, wenn wir ortsunabhängig arbeiten, zum Beispiel im Café auf Bali oder einfach im Zug, dann ist der Datenschutz extrem herausfordernd. Total. Jeder könnte ja einfach auf unseren Bildschirm schauen. Ja, man muss da echt aufpassen. Aber gleichzeitig wollen wir ja arbeiten. Wir müssen an diese geschützten Informationen herankommen. Genau. Wir müssen darauf zugreifen. Unser 10. Wort, Zugreifen. die einfache deutsche Erklärung bedeutet schlicht Daten öffnen oder nutzen. Richtig. Und die englische Übersetzung nennen wir das To access. to access. Und das ist ein wichtiges Verb. Die Nennung der Perfektform lautet hier hat zugegriffen. Hat zugegriffen. Und wie lautet der B1-Beispielsatz dazu? Euer B1-Beispielsatz dazu lautet:
Von überall auf der Welt können wir sicher auf die zentralen Firmendaten zugreifen. Von überall auf der Welt können wir sicher auf die zentralen Firmendaten zugreifen. Genau. Ich finde, das ist oft ein ständiger Balanceakt, oder? Wie meinst du das? Naja, es ist wie bei einem echten Tresor. Wir wollen einerseits die dicksten Wände und die stärksten Schlösser für den Datenschutz. Klar. Aber wir wollen gleichzeitig einen superschnellen Aufzug, der uns sofort die richtigen Dokumente bringt. Ja, das ist das Dilemma. Wenn wir erfolgreich waren, sagen wir oft ganz stolz in der Firma: Er hat auf die Datei zugegriffen, ohne Probleme. Richtig. Und sobald wir auf diese Daten zugegriffen haben, Was machen wir dann? dann tun wir das, was Menschen immer tun. Wir reden darüber. Ah, natürlich. Wir wollen Informationen austauschen. Das ist unser 11. Wort. Austauschen. Die einfache deutsche Erklärung ist klar: Infos teilen. Und die englische Übersetzung ist To exchange. genau. Und wieder ein Verb. Die Perfektform, die ihr oft brauchen werdet, lautet Hat ausgetauscht. hat ausgetauscht. Und der perfekte B1-Beispielsatz aus dem Alltag ist Über den Firmenchat können wir uns schnell über aktuelle Projektschritte austauschen. über den Firmenchat können wir uns schnell über aktuelle Projektschritte austauschen. Die Geschwindigkeit, mit der wir uns heute austauschen, ist ja wirklich atemberaubend. Oh ja. Früher hat man ein Memo auf Papier geschrieben. Das lag dann einen Tag im Postfach des Kollegen, bis er es überhaupt gelesen hat. Genau. Und heute schreibst du eine Nachricht im Firmenchat und erwartest eigentlich innerhalb von Minuten eine Antwort. Leider ja. Und genau diese enorme Geschwindigkeit führt zu einem modernen Phänomen. Ein Phänomen, das ich extrem kritisch sehe, muss ich sagen. Ja. Wir sollen plötzlich alle multitaskingfähig sein. Unser 12. Wort. Multitaskingfähig. Die einfache deutsche Erklärung bedeutet, Mehreres gleichzeitig tun. und die englische Übersetzung ist Multitasking capable. Multitasking capable. Hört euch diesen B1-Beispielsatz genau an. In einem dynamischen digitalen Umfeld muss man zeitweise multitaskingfähig sein. In einem dynamischen digitalen Umfeld muss man zeitweise multitaskingfähig sein. Genau. Aber halt, da muss ich wirklich ein großes Fragezeichen setzen. Okay, warum? Ist es wirklich erstrebenswert, multitaskingfähig zu sein? Naja, viele Firmen fordern das. Ja, aber stell dir das mal vor. Wir schreiben eine hochkonzentrierte E-Mail an einen Kunden. Gleichzeitig piept ununterbrochen der Firmenchat, weil Kollegen sich über das Projekt austauschen wollen. Oh ja, das stresst. Und in genau 5 Minuten beginnt auch noch die nächste Videokonferenz. Der ganz normale Wahnsinn. Aber ist es biologisch überhaupt möglich und gesund, 3 solche Dinge gleichzeitig zu tun? Für mich klingt das nach purem Gift für das menschliche Gehirn. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wirklich. Oder? Neurologisch gesehen gibt es nämlich kein echtes Multitasking bei komplexen Aufgaben. Echt nicht. Nein, unser Gehirn wechselt nur extrem schnell zwischen den Aufgaben hin und her. Ah, okay. Und das kostet massiv Energie und produziert Fehler. Das glaube ich sofort. Die Technologie erwartet manchmal, dass wir wie schnelle Maschinen funktionieren. Aber wir sind Menschen. Absolut. Deshalb ist unser 13. Wort vielleicht das wichtigste Wort für unsere eigene Gesundheit heute. Welches ist das? Die Erreichbarkeit. Oh, ein sehr gutes Wort. Die Erreichbarkeit. Die einfache deutsche Erklärung lautet, Kontaktmöglichkeit. und die englische Übersetzung nennt man das Availability. Availability. Und dieser B1-Beispielsatz sollte für uns alle eigentlich eine goldene Regel sein. Klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind für eine gesunde Erreichbarkeit wichtig. Klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind für eine gesunde Erreichbarkeit wichtig. Das unterschreibe ich sofort. Ich auch. Wir haben vorhin ja über Datenschutz gesprochen. Ne? Ja. Und darüber, wie wichtig es ist, Akten und Dokumente zu schützen. Aber klare Regeln für die Erreichbarkeit schützen eben den Menschen. Das hast du schön gesagt. Du musst nicht immer multitaskingfähig sein. Gott sei Dank. In Ländern wie Frankreich oder Belgien gibt es mittlerweile sogar das gesetzliche Recht auf Abschalten. Oh, wow. Das bedeutet, nach Feierabend muss man nicht mehr erreichbar sein. Der Chef darf nicht mehr anrufen. Ein sehr befreiender Gedanke. Total. Wir müssen uns selbst und unsere Grenzen also strukturieren, um im Homeoffice nicht auszubrennen. Ganz genau. Also wir haben jetzt sehr stark auf die Psychologie und die alltäglichen Probleme des Einzelnen geschaut. Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen herauszoomen und das große Ganze betrachten. Gerne. Was passiert eigentlich, wenn ein ganzes Unternehmen diese ganzen Regeln und Werkzeuge anwendet? Ah, das ist spannend. Wenn eine Firma das tut, verändert sich ihre gesamte DNA. Okay. Dann beginnt man nämlich, Prozesse zu virtualisieren.
Das ist unser 14. Wort. Virtualisieren. Die deutsche einfache Erklärung dafür ist, Prozesse digital abbilden. Und die englische Übersetzung heißt das To virtualize. to virtualize. Ja. Und weil es ein Verb ist, ist die Nennung der Perfektform wichtig. Hat virtualisiert. Hat virtualisiert. Und der passende B1-Beispielsatz ist, die Firma plant, wichtige Meetings in Zukunft verstärkt zu virtualisieren. Die Firma plant, wichtige Meetings in Zukunft verstärkt zu virtualisieren. Genau. Und was denkst du eigentlich, wenn du dieses Wort hörst? Ehrlich gesagt, Ja? ich muss immer ein bisschen lachen. Warum das? Naja, virtualisieren klingt für mich wahnsinnig nach Science Fiction. Ja. Als würden wir uns dicke VR-Brillen aufsetzen und als leuchtende Hologramme in ein virtuelles Büro beamen. Wie in einem Sci-Fi-Film, ja. Genau. Aber in der Realität der meisten Firmen meint es doch sehr alltägliche, fast schon langweilige Dinge, oder? Ganz genau. Es hat relativ wenig mit Hologrammen zu tun. Schade eigentlich. Haha, ja. Virtualisieren heißt einfach, dass etwas, das vorher in der physischen Welt stattfand, nun als Prozess auf einer digitalen Plattform existiert. Ah, okay. Zum Beispiel, aus dem gedruckten Papierkalender wird ein digitaler Kalender. Verstehe. Aus dem Meetingraum wird der Link zur Videokonferenz. Mhm. Man hat den physischen Prozess also virtualisiert. Das ergibt Sinn. Und das bringt uns zur großen Synthese. Unser letztes Wort für heute. Genau. Das 15. Wort für unsere heutige Sprachreise ist das Endziel. Digitalisiert. Digitalisiert. Das bedeutet als einfache deutsche Erklärung auf digital umgestellt. Richtig. Und die englische Übersetzung dafür lautet Digitized. digitized. Und unser letzter B1-Beispielsatz lautet, ein vollständig digitalisierter Prozess spart dem Unternehmen jährlich viele Ressourcen. Ein vollständig digitalisierter Prozess spart dem Unternehmen jährlich viele Ressourcen. Sehr schön. Ein vollständig digitalisierter Prozess ist sozusagen der Moment, in dem alles harmoniert. Das große Finale. Genau. Wenn die Mitarbeiter ortsunabhängig arbeiten können, weil die Werkzeuge kompatibel und intuitiv sind, Ja, wenn der Datenschutz funktioniert und die Erreichbarkeit gesund geregelt ist, dann ist ein Unternehmen wirklich im modernen Zeitalter angekommen, oder? absolut. Und es spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit für die wesentlichen Dinge. Wow, was für eine Reise. Das kannst du laut sagen. Wir haben uns heute wirklich durch den kompletten modernen Arbeitsalltag bewegt. Haben wir, ja. Und wie versprochen kommt jetzt unsere kleine Herausforderung für euch. Trommelwirbel. Jetzt kommt die Mini-Story. Juhu. Wir haben eine kleine Geschichte vorbereitet, in der alle 15 Vokabeln auftauchen. Und wir erzählen sie euch gemeinsam. Genau. Hört genau zu und prüft für euch selbst, ob ihr alle Wörter wiedererkennt und versteht, wie sie im Zusammenhang genutzt werden. Bereit? Stellt euch unseren Charakter Markus vor. Achtet besonders darauf, wie die neuen Wörter den stressigen Alltag von Markus beschreiben. Und wie sich seine Situation dann zum Glück verändert. Genau. Also, los geht's. Markus arbeitet heute ortsunabhängig von seinem kleinen Küchentisch aus. Eigentlich liebt er diese Freiheit, nicht extra ins Büro fahren zu müssen. Ja, aber die Vernetzung seines Teams ist heute eine absolute Katastrophe. Oh nein. Nix funktioniert reibungslos. Die digitale Straße hat quasi einen massiven Stau. Markus merkt schnell, er muss seinen kompletten Tag völlig neu strukturieren. Er hat ihn schon 3-mal neu strukturiert heute. Das Problem ist nämlich, dass seine alten Computerprogramme überhaupt nicht miteinander kompatibel sind. Richtig. Nichts passt zusammen. Weil ständig Fehlermeldungen aufpoppen, versucht Markus krampfhaft, multitaskingfähig zu sein, um alle Probleme gleichzeitig zu lösen. Und das stresst ihn extrem. Auch seine ständige Erreichbarkeit auf dem Firmenhandy wird zur totalen Belastung, weil er seit 3 Stunden keine Pause mehr gemacht hat. Unternehmensinterne Plattform, die von der IT-Abteilung frisch bereitgestellt wurde. Und das Beste daran ist, diese Plattform ist extrem intuitiv zu bedienen. Er muss gar keine Anleitung lesen. Er probiert es einfach aus und kann seine wichtigsten Werkzeuge sofort nahtlos integrieren. Er hat sie in wenigen Minuten erfolgreich integriert. Genau. Von nun an kann er wieder sicher und ohne Wartezeiten auf alle wichtigen Dokumente zugreifen. Er hat quasi sofort auf die dringenden Kundenakten zugegriffen. Und er ist so erleichtert, denn der Datenschutz ist durch das neue System vollkommen garantiert. Endlich kann er sich wieder entspannt im Firmenchat mit seinen Kollegen über die Projekte austauschen. Ja, er hat sich direkt mit seiner Kollegin ausgetauscht und ihr die Lösung geschickt.
Am späten Nachmittag führt er dann völlig stressfrei und ohne Technikprobleme eine Videokonferenz durch. Ein voller Erfolg. Am Ende dieses Meetings kündigt sein Chef feierlich an, dass sie in Zukunft noch viel mehr Prozesse virtualisieren wollen. Die Firma hat ja bereits den kompletten Urlaubsantrag virtualisiert. Das ist schon mal ein Anfang. Markus klappt seinen Laptop zu und freut sich. Er hat heute gemerkt, dieser intelligent digitalisierte Prozess macht seine Arbeit am Ende des Tages so viel entspannter und gibt ihm echte Freiheit zurück. Und das war unsere Mini-Story. Habt ihr alle 15 Wörter gehört? Wenn ja, hervorragend gemacht, wirklich. Absolut. Jetzt seid ihr an der Reihe. Werdet selbst aktiv. Was sollen sie machen? Schreibt eure eigenen Sätze mit unseren neuen Wörtern unten in die Kommentare. Genau. Übung macht den Meister und wir lesen uns das wahnsinnig gerne durch. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich euch noch einen finalen, etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Ich bin gespannt. Überlegt heute Abend einmal ganz in Ruhe auf dem Sofa, wie sehr hat das ständige digitale Arbeiten eigentlich euer ganz persönliches Gefühl für Zeit und Raum verändert? Wow, das ist tief. Habt ihr in eurem Kopf wirklich Feierabend, wenn der Laptop zugeklappt ist? Ja, gute Frage. Oder beginnt der echte Feierabend erst, wenn auch das Smartphone komplett stumm geschaltet ist und in einem ganz anderen Zimmer liegt? Darüber werde ich heute Abend auf jeden Fall auch noch nachdenken. Macht das. Morgen sprechen wir über Persönliche Ziele. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.